Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir haben heute für euch das Rezept für den Backpapierdöner. Dazu zeigen wir euch zu jeder Zutat auch die passenden Ersatzzutaten. Ich arbeite hier mit einer größeren Menge, weil ich den Backpapierdöner direkt auf Vorrat vorbereite. Das Rezept gebe ich an für 1 Kilogramm Hackfleisch und das ist leicht umzurechnen für kleinere oder größere Mengen. Für die vegane Variante empfehle ich noch 50 Gramm Paniermehl hinzuzufügen, damit die Konsistenz am Ende auch stimmt. Wir fügen eine geriebene Zwiebel oder püriert hinzu. Bei der ketogenen Variante verwendet ihr Lauchzwiebeln und verwendet nur das Grüne. Und würzen mit 2 Teelöffel Paprika edelsüß, einem halben Teelöffel Paprika rosenscharf, einem Teelöffel Knoblauchpulver, einem halben Teelöffel Koriander, einem Teelöffel Kreuzkümmel, einem Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1,5 Teelöffel Salz, einem halben Teelöffel Sumak, einem halben Löffel Oregano und einem Viertel Teelöffel Thymian. Dann verkneten wir alles zu einer einheitlichen Masse, was je nach Menge 3 bis 5 Minuten dauert. Ihr legt dann etwa 200 Gramm von der Hackfleischmasse auf Backpapier, legt dann ein weiteres Backpapier darüber und rollt es aus. Perfekt wird das Fleisch, wenn ihr es ganz dünn ausrollt. Danach von einer Seite aufrollen und auf ein Backblech legen. Den Ofen auf Ober- und Unterhitze stellen und bei 200 Grad 15 Minuten backen. Danach das Fleisch ausrollen und in Streifen reißen. Für alle, die zu Hause Rezepte mit Dönerfleisch machen wollen, ist das einfach genial. Das ist eine absolute Revolution für eure Küche. Ab jetzt müsst ihr nicht mehr auf das teure Produkt von Lukas Podolski zurückgreifen und ihr seid schneller damit fertig, als ihr zum Dönerladen laufen könnt, um ein bisschen Fleisch zu kaufen. Und deshalb ist es auch zu Recht ein Riesenhype auf TikTok. Gebt uns ein Feedback und hinterlasst einen Kommentar, wir sind jetzt schon gespannt. Wir danken euch fürs Reinschauen und wünschen euch einen schönen Tag.